Was ist eigentlich das beste Lego-Teil? Diese Frage versuche ich in dieser Videoreihe zu klären. Ein Teil, das neben dem Brick Modified Station Sight den Titel bekommen könnte, ist die sogenannte Jumper Plate. Sie ist in über 2500 Sets erschienen, in manchen sogar in hoher Stückzahl. Doch was kann man damit machen? Was so besonders ist dieser Platte und wie sieht es mit ihrer Geschichte aus? Lasst uns loslegen. Die Jumper Plate gibt es zunächst in 6 verschiedenen Versionen, als Arch, in 2x2, 2x4, 1x3 als runde 1x2-Platte und schließlich auch natürlich als normale 1x2-Platte. Und genau auf letztere, die klassische Jumper Plate, werfen wir im Folgenden einen genaueren Blick. Diese hat nämlich 4 Versionen, von denen aber die 3794er einfach nur unnötig sind, wie ihr am Ende dieses Videos sehen werdet. Ihr bestellt euch also bitte nur jene 1x2-Plates mit der Nummer 15573. Kommen wir nun ganz kurz zu ein paar Zahlen, bevor wir zum Spannenden kommen. Ich brauche die Watchtime einfach. Das Teil ist zuerst 2013 im Seaplane Polyback erschienen. Seitdem wurde es in 2573 Sets und 90 Minifiguren verbaut. Am meisten Stücke, 80 an der Zahl, von diesem Teil stecken im Taj Mahal, dicht gefolgt vom Assembly Square, wo sich 61 befinden. Die Jumper Plate ist auch in über 40 Farben verfügbar. Aber was kann man damit machen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Man kann Sachen um eine halbe Noppe versetzen. Geniale Techniken, wo genau das gebraucht wird, gibt es zuhauf. In meinen Shorts habe ich euch viele davon gezeigt. Schaut euch einfach die Playlist hier oben im i an. Allerdings ist dieser Versatz auch schön, um Übergänge flüssiger zu gestalten oder vielleicht ein Fenster nach vorne oder hinten zu schieben, ohne dass es globig aussieht. Genau das ist nun mal der Vorteil. Man kann, indem man Elemente auf Jumper Plates befestigt, sehr leicht aus dem Grid ausbrechen. So als würde man Winkel einbauen. Auch hier gibt es zig Beispiele auf YouTube und auf meinem Kanal. Schaut euch einfach mal den zweiten Teil meiner Poststation an. Nun kommt aber ein wichtiger Punkt. Das vorher beschriebene funktioniert nur mit dem Teil mit der Nummer 15573, nicht mit den 3794ern, da lediglich ersteres auf der Unterseite die nötigen Eigenschaften besitzt, mittig auf eine Noppe gesetzt zu werden. Deswegen bestellt ihr bitte ausschließlich die 15573er. Sie haben die gleiche Funktion wie die 3794er und können auch noch auf weitere Weisen eingesetzt werden. Am Ende sind sie auch noch billiger, das heißt, es gibt wirklich keinen Grund, die 3794er zu bestellen. Naja, zu guter Letzt ist eine Jumper Plate auch ein sehr schönes Stilelement, egal in welche Richtung sie zeigt. Hier seht ihr eine Technik, mit der ihr die Jumper Plate umgedreht befestigen könnt. Am Ende könnt ihr sie aber natürlich auch normal zum Verschönern verwenden. Ein Beispiel hierfür ist mein Hotel in meiner Lego-Stadt. Zusammenfassend ist zu sagen, dass man eine Jumper Plate auf 2 Weisen aufsetzen kann. Erstens kann man sie normal im Grid befestigen und ein Element versetzen, wie hier. Oder man befestigt sie mittig auf eine Noppe, siehe da. Aus beidem können sehr interessante Bautechniken entstehen, Beispiele gibt es in den bereits erwähnten Shorts im i. Wir können also abschließend festhalten, dass wohl die Jumper Plate des Titels des besten Lego-Teils würdig wäre. Vielleicht ist der Brick Modified Station Sight aber dennoch einen Tick besser. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was für ihn als bestes Lego-Teil spricht, schaut euch gerne dieses Video hier an. Und kommentiert danach Brick Modified oder Jumper Plate. Hier abschließend nochmal meine Playlist zu den genialsten Bautechniken. Also ich würde sagen, wir sehen uns in einem dieser Videos. Bis gleich.